Hallo Smo, mein Lieber, hier ist der Olli. Du, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Schatz, du glaubst nicht, wer mir gerade geschrieben hat. Olli P. möchte mich einladen, dass ich einen Elektroroller ansprühe. Ich würde dich nämlich gerne mit Kumpan Elektrik verknüpfen. Das sind ganz, ganz tolle, innovative Menschen, die ja elektrische Fortbewegung möglich machen, und zwar auf dem Roller. Jetzt möchte ich, dass sie nicht nur gut fahren, sondern unfassbar krass und einzigartig aussehen. Wir machen da nämlich eine gemeinnützige Charity-Aktion. Es wäre ganz, ganz toll, wenn du ein großes Herz hast und deine Kreativität fließen lassen könntest. Lieber Gruß, dein Olli. Einer von den Spendern kann den Roller gewinnen. Ist das nicht lustig? Da machen wir mit, oder? Moin moin! Also, ich sitze jetzt im Auto, ich fahre los. Bis gleich. Dieser Straße, dann befindet sich das Ziel links. Ja, moin moin, friends and followers. This is a German video, but I have some subtitles over here. Also heute wird es komplett für die deutschen Zuschauer auf Deutsch sein. Alle freuen sich. Ja, wir befinden uns jetzt hier bei Kumpan Elektrik. Man sieht hier schon einige Roller. Einen von den Rollern darf ich anmalen. Und zwar exakt this one hier. In den letzten Tagen habe ich schon ein bisschen mir Gedanken gemacht über das Motiv. Also ich möchte da ganz gerne meine Musterhintergründe, Berge, Wolken, so die Elemente, die man so aus meinen letzten Arbeiten auch kennt, möchte ich da gerne drin integrieren. Die haben mir Gott sei Dank komplett freie Hand gelassen. Mein guter Hyundai hat mich wieder mal sicher hierher gefahren ins wunderschöne Remagen. Material brauchen wir auch nicht so viel. So, das hier ist ungefähr so das Farbschema, in dem wir uns bewegen wollen. Und Muster, oh Gott, ey, diese Muster, ne? Ich habe gestern ein Update gemacht und plötzlich konnte ich meinen Plotter nicht mehr bedienen. Das hat mich 3 Stunden noch was gekostet. Immer kurz vorher geht immer alles schief. Okay, Tim entfernt hier schon mal die Aufklebers und ich würde jetzt sagen, ich fange als allererstes an, mal ein bisschen abzukleben. Alle Teile müssen abgeklebt sein, denn wir wollen ja nur das Weiße bemalen. Er macht das Klebeband. Er macht es da drum. Oh ja. Oh ja, es klebt. Jo, und nach nur 10 Minuten Abklebearbeit sieht der Roller jetzt so aus. Okay, war gelogen. Ich glaube, wir haben ja 1,5 Stunden dran gesessen. Wir haben jetzt quasi alle Kunststoffteile, die nicht lackiert werden sollen, so in Müllsäcke eingepackt. Die ganzen Kanten schön mit gutem Kreppband abgeklebt. Ja, ich bin ja well prepared. Ich habe hier unterschiedliches Schleifpapier. Es schmerzt ein bisschen, über diesen schönen Lack mit Schmirgelpapier drüber zu gehen.
Wo es später schleift, musst du auch vorher viel schleifen. Eine alte Schleiferweisheit. Gucken wir mal, wie es wird. Guckt euch das an. Guckt, das sieht aus wie eine Louis Vuitton-Tasche jetzt. War gar nicht beabsichtigt, aber was richtig cool ist, teilweise sind die Muster hier so scharf geworden und teilweise sind sie so ein bisschen unscharf. Dadurch kriegt das quasi als wenn das so ein bisschen wobbelig wäre im Hintergrund. Mega geil. Ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich ja quasi mit einer komplett geraden Schablone etwas dreidimensional gebogenes schabloniere, aber das klappt doch besser als gedacht. Ich meine, ich mache das ja zum ersten Mal, ist auch mein erster Roller. Ja, jetzt bin ich zuversichtlich, das könnte gut werden. Nein, war ich ja vorher auch schon. Aber das wird geil. Kommt der finale Akt. Ich darf signieren. Hat auch nur 2 Minuten 50 gedauert, diesen Roller gebührend zu signieren. Boah. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie der aussieht, wenn wir da das ganze Abgeklebte abmachen. So, es ist angerichtet. Jetzt mache ich schnell die Leinwände. Die 3 höchsten Spenden, die innerhalb dieser Aktion an die Welthungerhilfe gegangen sind, die 3 höchsten Spenden kriegen jeweils eine Leinwand von mir und die werde ich jetzt mal schnell auch noch malen. Ja, let's start.
So, ich bin super happy, dass ich noch ein paar coole Shots auch von Kumpan Electric selber bekomme. Also diese Slider-Shots und so, die Niklas und René da gerade machen. Und Tim hat ja auch noch ein paar coole Aufnahmen gemacht. Davon wird es auch welche bei uns im Video geben. Aber das Video von Kumpan Electric selbst ist da verlinkt. Guckt euch das gerne mal an, wie das komplett alles in super professional zusammengeschnitten ist und wie das dann aussieht. Und ja, ich würde sagen, das war's von mir erstmal. Das nächste Video wird definitiv wieder Englisch. Aber es wird auf jeden Fall mehr deutsche Videos auch in Zukunft bei mir auf dem Channel geben. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, mir dabei zuzugucken. Habt ein bisschen was gelernt, ein bisschen was mitgenommen. Und nicht vergessen, hier den Subscribe-Button zu liken. Und mein Dank geht wie immer raus an Montana Cans dafür, dass sie mich einfach mit erstklassiger Sprühfarbe immer wieder versorgen. Und der Klarlack, ich kann nur sagen, der ist richtig krass. Der ist gut. Der hat mich überzeugt. Habe ich zum ersten Mal benutzt, den Klarlack. Und dass der bei so einer Kälte überhaupt funktioniert hat, fand ich schon krass. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Bis dahin. Tschüss. Ja, und wenn auch du irgendwie noch ein paar Euros über hast und was Gutes tun möchtest in der Weihnachtszeit, die ganzen Links für die Spendenaktionen sind unten in der Videobeschreibung. Und ja, eventuell gewinnst dann du den Roller, den ich da angemalt habe. Viel Glück, und wenn du nicht gewinnst, hast du trotzdem was Gutes getan. Denn in der letzten Zeit wird sehr wenig darüber gesprochen, dass sehr viele Leute einfach auch nichts zu mampfen haben, und da können wir was tun. Finde ich cool. Frohe Weihnachten!